Schweizer Meisterschaft 2021 Task 2. Ein 58 km Task bei sonnigem Wetter und eher anspruchsvollen Bedingungen. Let's go! Salut zusammen! Es ist der zweite Tag der Schweizer Meisterschaft, der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Und die Thermik scheint zu funktionieren, wenn man die Schirme anschaut, die da schon in der Luft sind. Allerdings hat es im Meteobriefing geheissen, die Thermik heute sei ziemlich ungemütlich. Dann schauen wir doch mal, wie das so tut in der Luft. Juhu! Ich hatte ja prompt gerade ein bisschen Steigen gefunden, aber so richtig rauf hat es gerade am Anfang mal noch nicht wollen. Ich musste fein ein bisschen suchen, bis ich die endlich mal ein vernünftiges Steigen gefunden habe. Und endlich, hier ist es dann mal anständig gestiegen. Ich habe vor, dann noch ein bisschen weiter hinten zu fliegen, dorthin, wo das Gelände ein bisschen höher ist. Einerseits hatte ich von da die bessere Linie vom Startzylinder zum ersten Turnpoint. Und andererseits habe ich auch angenommen, dass man dort hinten noch ein bisschen weiter raufkommt. Für das musste ich hier aber zuerst mal maximal aufdrehen. So, Dalla, hallo zusammen. In einer halben Stunde geht das Rennen los. Wir haben jetzt angefangen aufzudrehen. Es war fein, ein bisschen anspruchsvoll unten innen. Und in diesem grossen Pulk war es auch nicht ganz einfach mit dem Ausweichen und so. Es war ein bisschen schwierig. Aber jetzt habe ich hier eine ganz anständige Höhe von 2,850. Jetzt müssen wir schauen, ob wir da vorne noch ein bisschen weiter raufkommen. Im ersten Moment hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Der Thermikschlauch hat sich dann aber immer wie näher an das Gelände versetzen und sind mir gängig wie mehr Schirme in den Weg gekommen. Weil ich mich gerade nicht dafür hatte, dort voll reinzugehen, hatte ich relativ schnell nur noch sinken. Ich habe es dann noch an einem anderen Ort probiert, wo es ein bisschen mehr Platz hatte, aber das hat irgendwie einfach nicht so recht funktionieren. Ich konnte noch nicht mal meine Höhe behalten, also ist mir halt nichts mehr anderes übrig geblieben, als wieder dorthin zurückzufliegen, wo ich letztes Mal aufgetragen habe. Hier hat sich auch gezeigt, dass das einer von diesen Tagen ist, wo man häufig nicht weiter unten in eine Thermik von jemand anderem einsteigen kann. Funktioniert ja gar nicht der Schlauch, den du da hast. Ich habe aber gleich noch mal ganz vernünftiges Steigen gefunden und bin noch mal ein bisschen raufgekommen. Aber irgendwie hat es das mal einfach nicht so weit rauf wollen wie letztes Mal. Weil ich mit der Zeit gar keine Steigen mehr hatte, bin ich dann halt gleich einfach mal ohne grosse Hoffnung hinterher zu den höheren Bergen geflogen. Relativ schnell musste ich dann aber einsehen, dass das nichts wird und auch umgekehrt. Auf halber Strecke retour habe ich dann aber gleich nochmal Thermik gefunden. Und jetzt ist es deutlich weiter raufgegangen. Das mal sogar ein bisschen höher als beim ersten Anlauf. Allerdings ist mir auch langsam die Zeit ausgegangen. So, jetzt haben wir 7 Minuten vor dem Start. Jetzt konnte ich hier nochmal aufdrehen. Jetzt komme ich hier wieder her. Das wird auch nicht mehr ganz rauf zu fliegen, aber ich muss auf jeden Fall dort sein. Das ist sicher besser als da vorne zum Starten. Ausser die sinken jetzt hier weiter in dem Ausmaß, wie es aktuell läuft. Das ist ein Scheiß. Oh, was die machen, scheint auch nicht zu funktionieren. Die hauen gerade alle ab. Schlechtes Zeichen. Jetzt hatte ich eine miserable Linie hier rüber. Und die Ecke davor ist einfach ein hoher Stress mit so vielen Schirmen, die jetzt dort ankommen. Das raffe ich wahrscheinlich nicht. Und wie erwartet hat es hier vorne jetzt einfach nicht so wirklich funktioniert.
Aber es waren noch 4 Minuten bis zum Start, von dem her musste ich jetzt einfach schauen, dass ich möglichst wenig Höhe verliere. Aber wenn man eben so gar keine Stiege hat, sind die paar wenigen Minuten eben kein lang. Aber irgendwann ist es dann gleich losgegangen. Zwar nicht so hoch, wie ich gerne wäre, aber zumindest genau am richtigen Ort. Kurz nach dem Start habe ich dann gerade noch ein bisschen Thermik verwünscht. Es hat mich gedacht, dass es hier strategisch sinnvoll ein bisschen höher zu sein, um sicher über dem Grad zu bleiben. Anfangs hatte ich aber ziemlich schlechtes Gleiten. Ich bin nicht ganz sicher, ob das ohne die paar Kreisel vielleicht besser wäre gewesen. Langsam ist es jetzt aber ein bisschen besser geworden. Ich hatte zwischendurch mal wieder ein bisschen Steigen und konnte gäbig über Gradhöhe bleiben. Und hier ist es dann so richtig geil geworden. Der Grat steigt hier zwar ziemlich steil an, aber ich hatte so viele Steigen, dass ich einfach alles im Gradausflug nehmen konnte. Hier bin ich eigentlich gerade ziemlich gut unterwegs gewesen. Wenn man wie ich mit einem Sportklassenschirm unterwegs ist und um sich herum fast nur 2 Liner sieht, ist das auch ein ziemlich gutes Zeichen. Hier wäre es jetzt allerdings sinnvoll gewesen, nochmal richtig Höhe zu machen. Ich habe ja gewusst, dass es dort vorne, wo man den Start hatte, nur steigt, wenn man wirklich hoch ankommt. Allerdings habe ich es nie irgendwie gerade so auf Anhieb verwünscht, von dem her bin ich relativ schnell aber wieder weitergeflogen. Vermutlich wäre es sinnvoll gewesen, wenn ich mir hier irgendwo mal die Zeit hätte genommen. Hier vorne wäre jetzt nämlich so langsam die letzte Chance gewesen, die nötige Höhe gleich noch zu machen. Aber das ist eben wieder so nach am Gelände und wir haben ja beim Start schon gesehen, dass das nicht unbedingt meine Stärke ist. Jetzt hätte ich aber endlich einigermaßen Kretenhöhe gehabt. Vermutlich wäre es jetzt viel gäbiger gegangen. Irgendwie habe ich das aber nicht begriffen und bin einfach mal weitergeflogen. Aber das war jetzt ein Fehler dort hinten. Sachen halb machen und dann nicht durchziehen. Da verlierst du nur Zeit und gewinnst nichts. Jetzt bin ich halt unten durch geradeaus weitergeflogen. Ich habe noch lange nicht die Gefahr abzusaufen, aber ich glaube einfach oben durch wäre es viel effizienter gewesen. Jetzt musste ich nämlich irgendwie wieder ein bisschen Höhe machen für die Querung auf Belwald. Unterwegs habe ich hier irgendwie nie gescheit Steigen gefunden. Die aber Kreisli, die ich gemacht habe, die haben mir mehr Zeit gekostet, als dass es etwas gebracht hätte. Aber hier vorne ist es dafür dann endlich mal wieder ein bisschen aufgegangen. Irgendwie ist mir das aber zu schwach gewesen, wegen dem bin ich nochmal eine Kante weiter hingern. Dort ist es aber dann noch schlechter gegangen. Ich hatte zwar irgendwie das Gefühl, es müsse hier etwas rum sein, aber verwünscht habe ich es einfach nicht. Ich hatte aber eine Höhe, die einigermaßen okay ist, die Querung zu machen, also bin ich dann halt mal losgeflogen. Dann bin ich dann prompt in ein gar nicht so schlechtes Steigen reingeflogen. Aber irgendwie habe ich noch nicht so ganz wahrhaben, dass es vermutlich einfach nichts Besseres gibt und bin mal den Turnpoint holen. Als ich nachdem zu den anderen drehen, habe ich dann festgestellt, dass mein Schlauch von vorhin eigentlich besser wäre gewesen, bin von dem her dann wieder hinterher geflogen. Nur ist dummerweise der Schlauch dort nicht mehr gestanden. Ich habe mich dann in so halbschlauem Zeug noch ein paar Meter raufgebastelt, habe aber irgendwann eingesehen, dass es nicht mehr weiter raufgeht und habe dann mal Querung in Angriff genommen. Ihr seht, es wird langsam immer wie tief. Die letzte Querung habe ich noch mit 2,6 gestartet, jetzt sind wir schon bei 2400 unten. Als ich angekommen bin, habe ich dann gemerkt, dass es sogar ein bisschen sohrt. Von dem her bin ich einfach mal alles gerade ausgeflogen bis zu einem stärkeren Steigen. Für den nächsten Turnpoint wäre es jetzt eben sinnvoll gewesen, wieder zu dieser oberen Ridge raufzukommen, wo ich nach dem Start bin nachgeflogen. Und die gute Thermik hat dann auch nicht allzu lange auf sich warten, so bin ich dann ziemlich schnell wieder auf eine anständige Höhe raufgekommen. Hier habe ich jetzt aber den nächsten Fehler gemacht. Ich hätte die Thermik wirklich bis oben ausdrehen sollen. So lenkt es eben nicht ganz oben rein. Zusätzlich habe ich jetzt eben auch noch eine ziemlich schlechte Linie verwünscht. Wenn ich ganz bis oben hätte aufgedreht, hätte es mir vielleicht gelangt, dort an den Felsen nachher zu fliegen und dort wäre die Linie sicher deutlich besser gewesen. Aber jetzt bin ich halt mal geradeaus weitergeflogen. Langsam habe ich zwar mit dem Tauwind einen ziemlichen Gegenwind spüren, aber immerhin ist es zwischendurch immer mal wieder ein bisschen gestiegen. Langsam aber sicher bin ich hier jetzt aber auf einer kritischen Höhe gewesen. Wegen dem habe ich jetzt langsam auch ziemlich schwaches Zeug auszudrehen.
Hier vorne habe ich aber dann zum Glück noch etwas halbwegs Gescheites gefunden. Weil es mich aber ein bisschen deprimiert hat, dass mir der Enzo so gnadenlos ausgetragen hat, habe ich dann gefunden, ich gehe den Turnpoint mal holen, das waren ja nur noch 3,5 Kilometer. Am Anfang hat es so den Anschein gemacht, das könnte ganz gut aufgehen. Bei Bettmer Alp vorne hatte ich aber ein wahnsinniges Sinken und wieder viel mehr Gegenwind gehabt. Als ich dann bei diesem Seil hing, ein paar Schirme steigen, bin ich halt mal dort hergeflogen. Das Steigen war zwar dann nicht so viel, aber an dieser Kante ist es ziemlich gut gelaufen. Beim Turnpoint habe ich dann gerade ein bisschen früh gekehrt und das ein bisschen spät realisiert. Beim zweiten Anlauf bin ich dafür dann gerade noch in eine Thermik hineingeflogen, so richtig wollen hat die dann aber gleich nicht. Von hier hatte ich jetzt den Plan, diagonal zum Eingang vom Bintal rüber zu queren. Für das musste ich aber zuerst mal aufdrehen und das hat sich gerade ein bisschen als schwierig herausgestellt. Mit dem Wind und der Stabilität war die Thermik ziemlich ungemütlich und schwer zu zentrieren. Weil ich bis hier noch nichts Gescheites gefunden habe, bin ich mal zu diesem Wäldchen geflogen. Dummerweise bin ich jetzt unter der Geländekante, aber hier vorne hat es mit dem Ohrring eigentlich ganz gut funktioniert und mit der nötigen Höhe konnte ich dann sogar eindrehen. Es hat sehr starke und vor allem enge Schüsse gehabt. Wenn man so einen mal zentriert hat, ist es richtig geil aufgegangen. Aber man hat die Dinger eben auch sehr schnell wieder verlieren. So habe ich immer mal wieder ein paar Meter gemacht und dann musste ich es aber wieder neu suchen. Hier hatte ich dann langsam mal eine einigermaßen Höhe gehabt, aber irgendwie hat es dann gleich nicht weiter rauf wollen. Ich bin dann nochmal schnell schauen, ob ich noch etwas finde, habe das dann aber relativ schnell abgebrochen und mir dann auf die Querung gewagt. So tief so eine weite Querung schon zu starten, war ein einigermaßen mutiger Move. Aber so viel mal schon vorweg, das war eine sehr gute Entscheidung. Auf der Querung hatte ich nämlich den ziemlich gäbigen Rückenwind. Und so bin ich mit einer ganz okayen Höhe angekommen. Ursprünglich hatte ich noch vor, dort rechts über den Rücken zu fliegen, da habe ich mich aber nicht dafür gehabt. Das war wahrscheinlich auch gescheit gewesen, vielleicht wäre ich dort nämlich nicht mehr rausgekommen. Und nachdem ich an diesem Rücken hier 2 Thermikkreise gemacht habe, habe ich gemerkt, dass der perfekt sohrt. Als ich oben erkannt bin, habe ich dann noch versucht, thermischen Anschluss zu finden. Das hat aber irgendwie nicht so recht klappen. Also bin ich halt mal weitergeflogen. Und hier erkannt ist es dann sogar so gut gelaufen, dass ich schon fast das Gefühl hatte, vielleicht könnte der Rest vom Flug aus geradeaus fliegen. Bei diesem Tauischnitt hier hatte ich aber ziemlich Saufen und die nächste Kante hätte überhaupt nicht mehr sohren. Jetzt hat sich gerade die Frage gestellt, ob das ein Fehler war, dass ich vorhin nicht mehr Höhe gemacht habe. Hier bin ich jetzt nur zögerlich weitergeflogen, weil ich noch die Hoffnung hatte, gleich noch mal ein bisschen Höhe zu machen. Durch das habe ich aber eigentlich nur Höhe verloren. Beim nächsten Tauischnitt ist es aber dann langsam ein bisschen besser gelaufen. Und das war auch bitter nötig, das war nämlich schon fast die letzte Chance, vor dem Luftraum noch Höhe zu machen. Hier hatte ich nämlich ziemlich Bedenken gehabt, dass ich dort nicht genug hoch reinkomme, um zwischen Luftraum und Gelände durchzukommen. Dabei wäre das auf dieser Höhe, die ich hier hatte, eigentlich überhaupt kein Problem gewesen. Das Aufsohren hier war zwar extrem turbulent, aber irgendwie ist es gegangen und ich bin irgendwie weiter raufgekommen. Hier habe ich mir jetzt wirklich Zeit genommen, um mal Höhe zu machen, dass es mir dann ganz sicher reicht. Andere sind hier schon viel tiefer losgeflogen. Sonst bin ich eigentlich der relativ tief schon auf das Goal losfliegt. Hier hat mich jetzt aber irgendwie der Luftraum und das Zurückfliegen gegen den Tauwind irritiert. Von dieser Höhe, die ich jetzt habe, hat es wahrscheinlich schon längstens gelenkt. So, jetzt bin ich endlich mal losgeflogen, mache aber gleich immer wieder zwischendrin noch ein Kreischen, für ganz sicher genug Höhe zu haben. Irgendwie hat mich hier auch noch irritiert, dass dort, wo das Goal müsste sein, irgendwie ein Flugplatz ist. So hat für mich die Kartendarstellung vom Luftraum irgendwie nicht ganz mit der Realität übereingestimmt. Aber der Flugplatz, den ich gesehen habe, war eben gar nicht der von Münster mit dem Luftraum, sondern der stillgelegte Flugplatz von Ulrich. Als ich den End of Speed Section genommen habe, ist mir das dann langsam auch klar geworden. Ah, das ist gar nicht Münster Airport. Hier ist mir dann auch langsam klar geworden, dass ich viel zu hoch bin angekommen. Ich habe da gerade mal noch ein Gleiten von unten 1 zu 2 bis ins Goal gebraucht. Tja, dafür konnte ich jetzt noch ein paar schöne Wingoverli machen.
Task 2 von Schweizer Meisterschaft 2021 war das. Ich habe einige Fehler gemacht, ein paar Sachen sind mir aber auch ziemlich gut gelungen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein Like da. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, das wäre natürlich super, wenn du das noch machen könntest, so kannst du mich unterstützen. Jetzt bin ich im Moment gerade an einem ganz neuen Projekt dran. Es könnte also gut sein, dass da nächstens etwas kommt, ihr könnt also gespannt sein. Wenn du das Video vom Task 1 noch nicht hast gesehen, das verlinke ich dir hier. Und wenn das vom Task 3 draussen ist, verlinke ich es hier noch drin. Also, ich hoffe, es gibt noch einen ganz schönen Herbst dieses Jahr. Dann etwa bis gleich. Ciao zusammen.